Moin und herzlich willkommen hier wieder bei The Hobbies in der Kategorie Gaming mit Vampire the Masquerade Swansong. Wie ihr seht ihr das Spiel hier gerade nicht. Das hat den folgenden Grund, wie ihr beim letzten Mal schon gehört habt, dass ich jetzt hier zwischen den Kapiteln ein wenig geschnitten habe. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass wir sehen, wie es mit Galeb weitergeht. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich daran. Und mal schauen, was Galeb noch so alles herausfindet. Interessant. So, wir haben jetzt einen Schlüssel zur Parkgarage auf jeden Fall. Da wird ja der Kopf eventuell zu finden sein. Ein Plastiksack oder sowas. Da haben wir nochmal die Moore-Familie. Können wir nochmal drauf gucken. Jason, Lydia and June. A little family all together. And in large format. Jason, proud of his family and his success. June, who looks more like Jason than Lydia. Warum auch nicht? Lydia, radiant and beaming. Okay. Okay, hier war der Tatort. Ich will nochmal... Hier sind auch nochmal Blutspuren. Ich will nochmal nach draußen gehen. Oder was ist das hier? Ne, so eine Art Wintergarten. Oha. Alter. Royal jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Absolut. Why were you looking for peace, Jason? Na, warum wohl, ne? Wenn man es mit Vampiren zu tun hat, dann will man auch mal ein bisschen abschalten. Ab und an. Solche Bilder wären doch eigentlich gut anzugucken, ne? Kann ich aber nicht. Hier gibt's aber auch sonst nichts zu sehen, ne? Pura vida. Emergency Call Pura vida. Warum auch immer. Na gut. Da sind wir reingekommen. Gucken wir mal weiter. They wanted to bring a little vacation back home. Ja. So sieht's ein bisschen aus, ne? Ne, da waren wir. Gucken wir mal, was hier los ist. Badezimmer. Ja, nichts Spektakuläres hier. Was wohl hier ist? Safe Zone. Ah, okay. Wenn ich also trinken will, kann ich jemanden reinlocken. Der Fotograf da hinten war so ein Opfer, ne? Deduction habe ich leider nicht. It seems like gardening is a real passion for Lydia. Not sure Jason shares your enthusiasm. Tatsächlich, ja. Irgendwie ungewöhnlich, ne, das so zu sehen in so einem Penthouse-Wohnungsdingens, so einem Raum. Aber gut, hier kommen wir nicht rein, ne, oder ran. Okay. Laufen wir mal ein bisschen. Speeden wir den ganzen Kram ab. Da kamen wir her. Wir können auch die Treppe hochgehen, ne? Ja. Ein riesiger goldener Löwe hier. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Ja. Wenn man Familie hat, zum Vampir zu werden, ist nicht so geil. Da ist auf jeden Fall, da steht jemand. Schauen wir mal, was da los ist. Oh, was ist das? Brauchen wir eine Keycard. Ah. Okay, das ist einfach nur ein weiterer Weg nach unten scheinbar. Da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Alter, ist das ein riesen Apartment.
Nobody told me there would be a retainer here. Ein Ghoul. Ah. What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Suspicious items. Some items and documents are a threat to the Masquerade. If they are left in enemy hands, make sure you recover them or destroy them, otherwise the suspicion level will increase. Okay. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Dominate. I don't have time for this. Give me what you have. What I've got. Of course, sir. Here. That's everything. You made the right choice. Tell me exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. Oh. Ja. Read the message you received. Target, Jason Moore. Address, 200 Clarendon Street, top floor. Exfiltrate target if possible. Otherwise, final elimination. Destroy Katapata's files. Complete mission for further instructions. If I had gotten to Moore before you did, I would have had to take him out. well, you could have tried. Well, I hope I'm not going to have any trouble. Kann ich nicht mehr. I'll tell the prince you obeyed your orders, but you'd better go. But my mission. I've got to... No questions, Lane. Very well, Mr. Bazori. Das ist jetzt interessant. Irgendwer im Court wollte, dass die hier Beweise verschwinden lässt. Die hatten wir uns gerade angeguckt, oder? Warum kann ich mir die jetzt hier nicht angucken? Oder war das, weil sie mir das schon alles erzählt hat? What a mess. A Fortress Security Catalog. They install highly secure rooms. Safe and wall. Product, blah blah blah. Protect available personal belongings. Okay, it's safe. Secret passage. Emergency exit for you in perfect. Hidden weapon rack. Okay. Hidden panic room. Das klingt doch danach, als ob wir danach suchen müssen. Kann ich hier rübergehen? Nee. Okay, was haben wir hier? Das wollte ich mir eigentlich auch noch angucken. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ich finde es komisch, dass das leuchtet und ich kann es mir nicht angucken. Kann ich Auspex ausschalten und da reingucken? Nö, ne? Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Hunger. Ich sollte den Wachtmeister gleich noch einmal zur Brust nehmen wahrscheinlich. Notebook. Ja, sonst gibt es hier nicht so viel, ne? Das sagt in unser Questlog. Gather reports about the Primogen, Dejan, Hilda, Barrow und Dr. Richard Dunham. Okay. Also, ich gehe davon aus, dass es hier irgendwo ein Safe Room gibt. This is where I met Moore for the first time. Alter, ey.
Harmlos. Ah. Wer ist denn das hier? Gonzales. Son of a bitch wasn't messing around. Have you seen all that cash? Ja, was meinst du, wo das Cash herkommt, mein Freund? Eine Quelle steht vor dir wahrscheinlich. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarias business. Ja. Er ist, hat gut zu tun, der gute Mann, ne? Ach, habe ich nicht. Den Schlüssel nicht, ja, den finden wir vielleicht noch. So, dann schauen wir doch mal, ob wir ihn gleich überredet kriegen, uns ein bisschen was von seinem Blut zu geben. Was haben wir hier? Warte mal, warum ist überhaupt das Ding aus? Ja, okay, das ist ein Business, bla bla. Das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. Gucken, was hier hinten drin steckt. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Wir sind doch schon ziemlich lange hier in dieser Folge bei, ich weiß. Oh, was habe ich jetzt genommen? Old Coins, okay. Aber ich versuche hier nach Möglichkeiten natürlich alles abzusuchen, da man ja scheinbar, je nachdem wie gut man abschneidet, auch mehr oder weniger Erfahrungspunkte bekommt. Das ist ein sehr witziges System, muss ich sagen. Oh. Der Safe. Now we just have to find the code. Der Safe. Lydia and June at the beach. Purer wieder, da steht's schon wieder. Where are you? You didn't answer my call. I left you a message. We need you tonight. Let me know. Oh, jetzt habe ich schon wieder rechte Maustaste gedrückt. Need files, Jason. I'm being asked for files that you should have sent a week ago. I don't know what's going on, but send them over. B. Heavy jet chartered for a Boston-Hong Kong trip. Thursday, September 5th. Das ist aber interessant, oder? Haben wir nicht den 4. September? Key to Jason Moore's Archives. Wenn das... Ach, gucke an. Was haben wir denn da? 1490V. Ist die Frage, was zuerst gedrückt wurde, ne? Versuchen wir es mal damit. Okay, warte mal. 9410. So vielleicht. Blutverstand 9410. 0491. Ach, warte mal, das ist länger, ne? Der Code ist länger. Du Scheiße, wie soll man das denn rausfinden? Okay. Damit vielleicht angefangen. Ich glaube, so findet man das nicht raus. Es sind einfach zu viele. Und das ist auch eine Zahl mal wieder. Das heißt, das muss ich wirklich finden. Na gut, gehen wir mal in die Archive. Gucken, was er hier so hat. Das ist auch Hongkong wahrscheinlich. Da geht's hoch. Vielleicht geht das hier rein mit dem Use Key. Hier sind wahrscheinlich die Geheimnisse hinter die
Confidential File. Dejan Siaka. Okay, das ist interessant. He's not the most active member of your Primogen. He is also not very interested in accounting either, so he lets me manage his small fortune as I see fit. He regularly comes to me launder the money he receives from his numerous deals in occult objects. As the amounts are relatively insignificant, this has never been a problem for me. Ich überlege gerade, ob einfach die Primogene dem Prinzen eins auswischen wollten und die Party gesprengt haben. After relying on your generosity for a long time, he has now amassed enough money to get by on his own, despite his erratic financial habits. For this reason, I recommend that you save substantial amount of money by ceasing your contributions to him. Of course, if this is a means to ensure his loyalty, I will let you be the judge of whether or not this is a good idea. Mr. Saker is what we call a cash cow. Although he describes himself as a collector, he spends his money freely on things that are important to him without any real consideration for the profit he could derive from them. In addition to the occult activities, occult objects and ancient works that are rather difficult to transport. John, are you making plans in case things go south? Or are you planning to leave us? I would also to draw your attention to the fact that Mr. Saker recently invested in a property near Salem. Apartments, warehouses, garages, the same type of properties and sizes as the property he currently owns in Boston. It would appear that he intends to establish a secondary residence. I understand better now. The prince asked more for a complete report on the members of the Primogen. Mhm. Und die Primogene haben sich gedacht, das brauchen wir hier auf uns sitzen lassen, ha? An auction. Acquisition of Lot 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Okay, ja, die haben wir gesehen, die Trompeten, die er da hat. Alright, das war's scheinbar. Haben wir hier noch mehr? Shit, ich dachte, hier finden wir vielleicht noch so einen Code oder so. Ich werde ihn jetzt vielleicht einfach mal mit... Meet me there. Okay, sure. Na, da hat sie aber lange bitten lassen. Ja, hat's gebraucht. I need to rest. Ja. Das sieht so aus. Ach so, das ist der Safe-Spot hier. Ah, alles klar. Oh, was ist das? Habe ich das vorhin schon gesehen? Scheinbar. Das ist doch merkwürdig da auch. Aber das ist einfach nur, dass der Ghoul hier war. Da hinten auch noch. Portfolios of old shares. Portfolios of old shares. Das war vorher aber doch noch nicht Boston da. manufacturers files. Oder brauchte ich jetzt wieder Blut, damit das funktioniert? Nicht, dass das ein Bug ist, das wäre ja scheiße. Money Expert, okay, Modern Man. Ah, was haben wir denn hier? Officer Baker, Ah ja, can I help you? der erste. Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. 2 Bodyguards.
Fällt mir gerade so auf. Er hat ja vorhin was von 3 gesagt, ne? Dass er eigentlich 3 hat. Did he see the wound? Yeah, he said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. After that, I searched the ground floor. There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. If you remember anything else, let me know. Of course. Ja, das ist echt, wir haben scheinbar Galeb komplett falsch geskillt, ne? Dass diese ganzen Optionen, die man jetzt hätte, alle nicht auswählbar sind, ist ein bisschen schade. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Außer das süße, süße Blut. Magnetic Key. Wofür der jetzt wohl wieder ist? Oder ist derselbe... Obwohl, es kann eigentlich nicht derselbe sein. Okay, das ist einfach nur sein Büro hier scheinbar. Achso, hier waren wir schon, ne? Hier ist nichts mehr von Interesse. Okay, das haben wir auch alles abgeguckt. Das heißt, wir können jetzt diesen Safe noch nicht öffnen. Purer wieder. Das heißt, er hat irgendwas zu bedeuten. Da würde ich ja gerne mal reingucken. Das Investigator. Aber hier hat er auch noch Flaschen drunter noch und Löcher. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, ne? Ich finde es interessant, dass sie einem hier diese Fingerabdrücke im Blut zeigen. Aber es sind immer noch 4 Nummern und 6 Stellen. Das ist super viel. So, wir sind jetzt tatsächlich schon 1 Stunde dabei. Ich überlege gerade, ob ich diese Folge einfach splitte. Ja, die eine Tür hier, da sind wir noch nicht durchgegangen, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Weg nach unten. Schauen wir mal. Ah, okay. Sind wir hierher? Ne, hier sind wir nicht hergekommen, ne? Genau. Das ist noch der Waschraum. Keys sind alle leer. Kameraführung ist ein bisschen ätzend. Achso. Da ist auch nichts rausgenommen worden aus dem First Aid Kit. Ah. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Keiner sich drum gekümmert. Das ist ein Typ von dem Format, also was Finanzen angeht. Irgendwie niemanden hat, der hier sauber macht, der seine Wäsche macht. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Oder er wollte alle Leute... Achso, das ist tatsächlich der Weg hier zum Basement. Ich will jetzt aber noch nicht, dass das abgeschlossen ist hier, ne?
Steht jetzt noch kein Zeichen, dass man nicht zurückkommen kann. Oh nein. Ach, das wäre jetzt doof, wenn ich nochmal zurückgehen kann. Ach, kann man aber, glaube ich, ne? Ja. Ich will Leiche nämlich nochmal untersuchen. I'll run the plates. Ob es da eine Wunde an seiner rechten Hüfte gibt. Wenn nämlich nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht er. So, hier gibt es aber auch nichts, ne? Nee. Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Agent Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. They didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. Das könnte auch Wu gewesen sein. Don't pick up on it. Well, I've got a few questions. And you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here Twice a day. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Let me know if you have any other questions. Ja. Skid marks. Nothing yet. Oh, ich habe keinen... Es gibt einen Autoschlüssel, den man nutzen kann. Okay. Den habe ich allerdings nicht und ich habe auch kein Security gesteigert. Kann ich mit der reden? Nee. Okay, also es sind auch Autos von anderen Leuten hier. Das ist jetzt keine Privatgarage. Alright. Da gibt es noch was Interessantes. Hier ist er gegengescheppert. A vehicle ran into the wall. Nur warum, ne? Oh, Ratten. I won't stoop that low. Das ist doch Absicht gewesen. So, was haben wir hier? Oh. Das, ist das Blut? Shit, ey. Auch hier brauche ich einen Schlüssel. Sieht ja schon fast so... Ah. Kann ich aber nicht rein, okay. Ist auch eine Ausfahrt hier? Nee. Achso, hier ist der Müll, aber Müll ist nicht schlecht. I have to find a way to open it. Locked. Vielleicht das da hinten? Oh, hier ist Blut verschmiert. No. That's impossible. No. That's impossible.
Alisa stuff. Even access to the trash is restricted here. I haven't been able to get into the trash cans again. Would it kill to leave the door open? Some of us have work to do. Alisa stuff. Okay, das hier ist the Security Room scheinbar. Patrols and inspect property against fire, theft, vandalism, and illegal activity. Protect and enforce laws. Control access for employees, visitors, and subcontractors. As a security guard, you must remain alert, looking for anything out of the ordinary throughout your shift. Call assistance if needed. Okay. Oh, Alter. Ich schwöre, wenn ich jetzt hier auch nichts finde. Was ist denn da los, ey? Es kann doch nicht sein, dass es hier so viele Räume gibt. Und es hier einfach nichts gibt. Okay, hier waren wir. Da kommen wir jetzt aber auch nirgendwo rein, weil es hier auch alles abgeschlossen ist. Haben wir irgendwie Sachen... Ach so! Ah, sieh mal einer, guck hier. Das sind die Schächte, wo der Müll dann runterfällt, scheinbar. Okay, hier gibt es eigentlich noch eine Menge zu tun, ne? Security, da wollen wir rein. Da ist er. Der hat bestimmt auch da einen Schlüsselbot da hinten. You must be mistaken. I'm Smith. Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Cool. Everyone knows who you are. Why does everyone call him Wyatt? Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation. Ach, ist ein Vampir sogar. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Who created you? His name was Victor, but he died last year. Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. I try to help out, here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. I hope it works out for you. I'm doing what I can. Actually, if you could put a word in with the prince, I'd be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Of course, obviously. But seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Beryl? Yes. I also work at a red salon, a couple of hours each day. What do you do there, exactly? Cleaning, mostly. Interessant. What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Das machen wir gleich auch noch. Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual.
The 6th floor tenant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. 2:20. Alles ist 2:20 rum passiert. Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen her in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Okay. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Ach so? In a confrontation, you must fight to convince the other person. The result of a confrontation has an impact on how the story will play out. Stages. A confrontation has a certain number of stages. The number depends on the goal of the confrontation. Each stage ends with either a win or a miss. There is a maximum number of misses allowed for each confrontation. If you exceed this number, you lose the confrontation. Okay. Open it. Mr. Missouri, One miss I promise allowed. you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? There are limits to my patience. I don't need to explain myself. One miss allowed, huh? 2, 3. Oh ja. Thin Blood, ey. Was denkt er sich? It's none of your business, damn it. What's your deal, Wyatt? There's no deal. I'd even be happy to help you. Listen, we're just gonna forget this conversation ever happened. And Excuse me? Just trying to corrupt my What the memories, did you? fuck? oh, no. I'm so sorry, Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Was für ein Lachs, ey. Ja. Ich burn jetzt gerade eine ganze Menge Willpower, aber das ist mir gerade wert. Tie, okay. Ah. Das war ja Stop by klar. not wasting my time. I hate that. To win a confrontation, you must make it to the final stage and win. In case of missing during the final stage, the stage is repeated until the confrontation is won or lost. That wasn't my intention. I assure you. I know you'll go and take a look anyway. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please, don't touch it. Some of his stuff is in the... Okay. Gut, das kann ich alles nicht machen. I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't.
Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. I was really hoping we'd come to an understanding. I'm sorry, Mr. Missouri. What? Er hat keine Powers, ne? Son of a bitch. So, das war's jetzt mit Teil 2 unserer Galeb Investigation. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es darum geht, den Teil 3 von und damit den letzten Teil von Galebs Recherche in Moores Apartment zu sehen. Ja, ich bin sehr gespannt, wo die Reise hinführt. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade Swansong mit dem Hobbyist. Bis dann. Ciao.